Wie findet ihr eigentlich einen richtigen Steuerberater? Egal, je nachdem, wie ihr nur selbstständig seid. Das wäre tatsächlich auch nochmal ganz interessant. Ich versuche das Webinar so ein bisschen daran auszurichten, in welcher Situation ihr euch gerade befindet. Das heißt, welche Rechtsform habt ihr? Das wäre mal ganz interessant zu wissen, weil ich gerne das mit einfließen lasse. Ich habe nachher auch mal so ein Berechnungsbeispiel. Wie setzt sich eigentlich so ein Preis für einen Steuerberater zusammen? Wie kalkuliert der eigentlich normalerweise und so weiter. Thema für heute ist, wie finde ich den richtigen Steuerberater? Dieses Thema hat mich jahrelang beschäftigt. Erst aber einmal, welche Punkte wollen wir heute durchsprechen? Erstmal grundsätzlich die Frage, wann lohnt sich eigentlich das Outsourcing an den Steuerberater für Selbstständige? Dann gibt es 5 Themen, die du bei der Auswahl deines Steuerberaters beachten solltest. Ich kann dir selbst nicht sagen, oh, das ist der richtige Steuerberater. Ich selbst finde uns gut. Allerdings muss ich ganz ehrlicherweise sagen, sind wir auch nicht der richtige Steuerberater für jeden. Das ist immer ganz wichtig. Ein Steuerberater kann nicht alles, genauso wie ein Arzt. Und das Beispiel werde ich nachher noch, diesen Vergleich werde ich später nochmal bringen. Auch ein Arzt kann ja nicht alles, sondern es gibt Spezialisten und es gibt Spezialisten für bestimmte Bereiche. Und genauso wie ich dir nicht pauschal, ohne zu wissen, was du hast, einen Arzt empfehlen kannst, ist es genauso beim Steuerberater auch. Dann gehe ich noch mal ein bisschen darauf ein, wie dein perfektes finanzielles Setup aussieht, weil ein Steuerberater ist auch nicht die Wunderwaffe gegen und für alles, sondern du brauchst ein gewisses finanzielles Setup und musst auch dem Steuerberater, oder es wäre für dich ganz gut, wenn du dem Steuerberater, wenn deine Arbeitsprozesse richtig sind. Ein Steuerberater übernimmt einige Arbeitsprozesse, hoffentlich möglichst proaktiv, aber dein gesamtes finanzielles Setup und IT-Setup, wie du was organisierst, ist mindestens genauso wichtig wie der richtige Berater. Und genau, letzter Punkt ist dann Tipps und Tricks, um die Steuerberaterrechnung zu reduzieren. Auch das ist ein wichtiger Punkt und eine der häufigsten Fragen, die ich früher immer in meiner Kanzlei gehört habe. Ganz kurz ein paar Worte zu mir, die mich jetzt noch nicht kennengelernt haben in den letzten Webinaren. Mein Name ist Melchior Neumann, ich komme aus Berlin, ich bin Steuerfachangestellter und ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert mit dem Schwerpunkt Steuerrecht und Wirtschaftsprüfung. Habe einige Jahre gearbeitet für eine große Kanzlei, großer Konzern, KPMG. Und meine Ausbildung habe ich gemacht in einer ETL-Kanzlei. ETL ist eine sehr, sehr große Gruppe an Steuerkanzleien, aber die eigenen einzelnen Steuerkanzleien sind sehr, sehr klein. Das heißt, da habe ich über viele Jahre Einzelmandate, also Einzelunternehmen betreut. Es waren Hebammen, Friseure, wir hatten ein paar Gastronomen dabei, Handwerksbetriebe und sowas. Das heißt, das war quasi meine Ausbildung, meine ersten Berufsjahre habe ich mich ausschließlich um Solo- und Einzelselbstständige gekümmert. Habe die aber nicht nur kennengelernt als Mitarbeiter des Steuerberaters, sondern ich war selbst inzwischen schon sogar unglaubliche 15 Jahre selbstständig. Das heißt, vor ungefähr 15 Jahren habe ich mich das erste Mal selbstständig gemacht. Die ersten 7 Jahre davon nebenberuflich und dann seit 8 Jahren Vollzeit und habe in diesen 15 Jahren, ich will jetzt nicht sagen, jeden Fehler schon mal gemacht, den man machen kann, so steuerlich. Aber ich habe 3 oder 4 Jahre gebraucht, bis ich den für mich richtigen und besten Steuerberater gefunden habe und habe davor eigentlich auch konsequent jedes Jahr gewechselt, weil immer irgendwas nicht gepasst hat. Einmal hat ein Steuerberater mich rausgeworfen, weil ich offensichtlich nicht genug Marge gebracht habe und all solche Themen. Habe also eine gute Odyssee bis ich quasi beim Richtigen gelandet bin. Und auch hier der Punkt, ja, ich kann das auch grundsätzlich alles alleine machen, aber es ergibt nicht immer Sinn, alles alleine zu machen, auch wenn man es theoretisch könnte, weil erstens brauche ich länger, zweitens habe ich nicht die richtige Software und drittens habe ich als Selbstständiger auch einfach so viel andere wichtige Dinge zu tun, dass ich nicht unbedingt immer die Zeit mit meiner Buchhaltung, meiner Steuererklärung verbringen wollte. Deswegen habe ich sehr, sehr früh eigentlich immer auf den Steuerberater gesetzt. Und obwohl ich ein relativ gutes Netzwerk habe, hat es doch eine Weile gebraucht. Und deswegen dachte ich mir, ist das doch ein Webinarthema, was wir heute mal gemeinsam angehen können. Und auch wichtig, seit letztem Jahr, im letzten Jahr, vor ziemlich genau einem Jahr, haben wir die Contest Steuerberatungsgesellschaft gegründet. Dort bin ich ein Kanzleimanager und bin im Rahmen bei Contest habe ich den Steuerservice mitgegründet. Und dieser Kanal und das Angebot ist quasi von der Contest Steuerberatung. Das ist wirklich eine unabhängige Steuerberatungsgesellschaft, deswegen vielleicht ist der ein oder andere Mandant bei uns. Wir sind quasi auch die Contest Steuerberatungsgesellschaft ist eine vollwertige Steuerberater, der auch komplett steuerliche Betreuung übernehmen kann.
Wann lohnt sich eigentlich das Outsourcing an den Steuerberater? Ich merke das immer bei relativ vielen, die auf der Suche nach einem Steuerberater sind und dann überrascht sind, dass der Steuerberater ja gar nicht so viel mehr aus der Einkommensteuer rausholt als man selbst. Und dann höre ich immer sowas wie, ich habe das die letzten Jahre immer selbst gemacht, aber da war die Erstattung ähnlich groß. Das ist ehrlicherweise fast normal, weil auch ein Steuerberater sollte nicht übertreiben in dem, was man absetzen kann. Und ehrlicherweise ist so eine ganz klassische, simple Steuererklärung. Klar, man kann ein bisschen was rausholen, aber die Beratung sollte proaktiv eigentlich vorher stattfinden und nicht einfach durch Dinge, die man ansetzen kann. Weil es ist so wie, also eine Steuererklärung ist ein bisschen wie eine mathematische Formel. Da kann ein guter Mathematiker kriegt mit einer mathematischen Formel kein anderes Ergebnis raus als du, wenn du es selber machst. Du brauchst vielleicht ein bisschen länger, aber das Ergebnis ist jetzt nicht fundamental anders. Und das ist wichtig zu verstehen. Ein guter Steuerberater berät dich und sagt dir vorher quasi, was du machen kannst, um eventuell weniger Steuern zu sparen, was du ansetzen kannst und solche Geschichten. Der kann aber die mathematische Formel an sich nicht verändern. Und das ist einfach nur, also da sehe ich immer bei relativ vielen, dass da die Erwartungshaltung eine andere ist. Und deswegen ist das wichtig erstmal zu wissen und auch einfach um die Erwartung so ein bisschen zu bremsen. Das merke ich insbesondere bei Leuten, die das erste Mal mit einem Steuerberater zusammenarbeiten. Was für mich persönlich ehrlicherweise viel wichtiger war, ist die Zeitersparnis. Ich mag das, also ich mag Buchhaltung und Steuererklärung und so, das ist schon ein Thema, in dem ich mich wohlfühle, aber für meine eigene Selbstständigkeit ist das immer ein ganz anderes Thema, weil da gibt es so wahnsinnig viele Dinge, die ich machen kann. Ich kann mich um meine eigenen Kunden kümmern, ich kann Projekte managen, ich kann mein eigenes Marketing machen, ich habe Mitarbeiter immer gehabt, kann mich um meine Mitarbeiter kümmern und es gibt so wahnsinnig viele Dinge, um die ich mich kümmern muss. Und da habe ich ehrlicherweise nicht unbedingt die Zeit gehabt und auch nicht die Lust gehabt, mich um Buchhaltung und Steuern und so weiter zu kümmern. Deswegen kann der Steuerberater definitiv da Zeit sparen. Und was mir wichtig war, es spart mir auch Stress, weil ich einfach nicht, auch wie gesagt, ich habe das Ganze studiert, aber so diese Unsicherheit, was kommt da auf mich zu, was kann ich machen, denke ich jetzt an alles, kriege ich vielleicht jede gesetzliche Änderung gerade mit, hat einfach Stress bei mir verursacht. Und nachdem ich dann einen guten Steuerberater gefunden habe, bei dem ich auch mit meinen Unternehmen war, wusste ich, da ist jetzt einer, der kümmert sich darum, der erinnert mich an die wichtigen Stichtage, ich muss mich da inhaltlich nicht wirklich drum kümmern, wenn er was braucht, meldet er sich und so weiter. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig in der Auswahl gewesen. Und in der Praxis ist es natürlich eine Kombination aus allem. Also idealerweise hilft dir ein Steuerberater durch regelmäßige proaktive Beratung, wie du Kosten sparen kannst, also wie du Steuern sparen kannst. Er spart dir Zeit und du hast weniger Stress. Und das ist so eine Kombination. Wenn du jetzt hingehst und sagst, wenn ich selbst meine Steuererklärung mache, dann kriege ich ja in der Zeit die Steuern wieder und so weiter. Also wenn du wirklich so rechnest und du hast die Zeit, dich selbst und nicht nur die Zeit und die Lust und auch das Know-how, dich selbst hinzusetzen und dir geht es wirklich darum, maximal günstig quasi alles zu organisieren. Hervorragend, dann mach's alleine. Ganz ehrlich, da wird es wenige Steuerberater geben, die zu einem super Discountpreis dir quasi sich refinanzieren dadurch, dass sie das ganze Geld bekommen. Außer du bist wirklich schon eine Weile selbstständig, hast sehr, sehr hohe Einkünfte und dein Steuersatz ist sehr, sehr hoch, dann gibt es auch gewisse Gestaltungsspielregeln, wo sie dir tatsächlich auch mehr Geld ersparen können, als du vielleicht selber zahlst. Und das haben wir jetzt auch bei einigen Mandanten relativ problemlos hinbekommen, dass wir innerhalb der ersten paar Wochen ein paar Dinge umgestellt haben, die dafür gesorgt haben, dass eigentlich unsere Rechnung sich von allein bezahlt hat. 5 Dinge, auf die du bei der Auswahl des Steuerberaters achten solltest. Das ist so wirklich aus der Praxiserfahrung. Ich habe, wie gesagt, 15 Jahre selbstständig. Ich habe aber auch gesehen, wen wir früher beraten haben, wo es dazu Komplikationen gibt und haben jetzt auch einige Mandanten natürlich, die wir betreuen. Und es gibt so 5 Punkte, auf die du achten solltest, wenn du quasi einen Steuerberater auswählst. Erster Punkt ist ganz, ganz wichtig. Der Steuerberater sollte dein Geschäftsmodell kennen. Das heißt, er sollte dein Geschäftsmodell verstehen, er sollte verstehen, von wem du Geld bekommst, er sollte verstehen, wie die Wertschöpfungskette ist und er sollte einfach in der Lage sein, das quasi zu begreifen, was du eigentlich tust. Und das klingt vielleicht ein bisschen trivial, das ist aber bei vielen Steuerberatern nicht der Fall. Das heißt, er muss in gewisser Weise auch den Grad an Digitalisierung mitbringen, den du erwartest oder in dem du quasi auch lebst, also ähnlich digital arbeiten wie du. Der sollte die Branche kennen, das heißt, er sollte auch Mandanten haben, die ähnlich sind wie du bist.
das ist definitiv wichtig, um ein ganz einfaches Beispiel zu nehmen. Beispielsweise, ihr habt Webseiten und ihr verdient Geld mit Affiliate-Marketing, weil ihr beim Amazon Partnernet angemeldet seid. Und Amazon Hauptsitz in Luxemburg. Das heißt, wenn ihr beim Amazon Partnernet seid, habt ihr die meisten Einnahmen aus Luxemburg. Dummerweise stellt Amazon keine Gutschriften oder Rechnungen. Das heißt, sie überweisen einfach das Geld und im Backend kannst du Nachmasse verdienen. Wenn der Steuerberater nicht mal versteht, was Affiliate-Marketing ist und wie die Geldströme sind und wie das alles funktioniert und dass Amazon einfach grundsätzlich keine Rechnung ausstellt und dass das alles so ein bisschen tricky ist und wie man damit umgeht. Wenn du deinem Steuerberater dieses Geschäftsmodell erstmal erklären musst, wie soll er dich denn aktiv beraten darin, wie du es besser machst? Ich habe noch auf die Folie geschrieben, vor Ort sollte er auch sein. Das ist die große Frage. Ich weiß, dass rein praktisch, wenn ich die deutsche Steuerberaterlandschaft anschaue, wird ganz häufig der Steuerberater danach ausgewählt, ob er vor Ort in der Gegend ist. Das heißt, es ist rein faktisch eines der Hauptausschlagkriterien, für welchen Steuerberater ich mich entscheide. Ganz ehrlich? Ich habe das noch nie gesehen. Ich habe mit meinem Steuerberater, also mit allen Steuerberatern, die ich hatte, und ich habe in den 15 Jahren Selbstständigkeit über 12 Jahre lang selbst einen Steuerberater gehabt. Ich habe in diesen 12 Jahren meinen Steuerberater 3-mal physisch vor Ort getroffen und wir sind jedes Mal essen gegangen und haben auch nie über die Buchhaltung und Steuern geredet, sondern wir haben uns halt einfach so getroffen. Dieser Faktor, das muss vor Ort sein, der hat sich vollkommen gegeben. Und ich glaube, letztes Jahr mit Corona auch noch viel mehr. Ein Steuerberater sollte digital arbeiten. Ob der da ist, der sollte für dich erreichbar sein. Du solltest in der Lage sein, anzurufen. Du solltest in der Lage sein, irgendwie mit ihm zu sprechen. Aber ihn physisch zu treffen, musst du selbst entscheiden, ob es dir wichtig ist. Ich weiß, dass es rein praktisch eins der Hauptauswahlkriterien ist für einen Steuerberater oder gegen einen Steuerberater. Ich persönlich kann aus eigener Erfahrung erzählen, das hat mir noch nie irgendeinen Vorteil gegeben, dass der lokal war. Und ich erzähle jetzt das Ganze und habe auch eben schon dieses Beispiel genannt mit Arzt. Ich würde immer auf einen spezialisierten Steuerberater gehen. Also sieh zu, dass dein Steuerberater, den du hast, sich wirklich inhaltlich positioniert hat, dass er sich fachlich auf einen bestimmten Themenbereich konzentriert hat. Es gibt nämlich ein grundsätzliches Phänomen bei Steuerberatern und wird tatsächlich so ein bisschen schwierig, weil es zu viele Allgemeinsteuerberater gibt. Das ist ähnlich wie Ärzte. Man kann Ärzte und Steuerberater eigentlich ganz gut vergleichen oder Rechtsanwälte und Ärzte. Vielleicht Rechtsanwälte und Steuerberater sind vielleicht noch dichter aneinander vom Geschäftsmodell als Ärzte und Steuerberater. Aber man ist sehr, sehr gut vergleichbar. Anwälte gibt's auch, quasi allgemeine Anwälte. Aber wenn ich ein Familienrechtsproblem habe, dann gehe ich doch zu einem Familienrechtler. Wenn ich einen Verkehrsunfall habe, dann gehe ich zu jemandem, der sich im Verkehrsrecht auskennt. Wenn ich eine Gesellschaft gründen möchte, dann gehe ich zu einem, der sich im Gesellschaftsrecht auskennt. Und es gibt ganz viele Spezialisierungen, genauso wie es beim Ärzten ist. Da ist ein Hals-Nasen-Ohrenarzt oder ein Orthopäde oder ein Chirurg die lernen vollkommen unterschiedliche Dinge. Bei vielen Steuerberatern ist es aber noch so, dass sie alle nehmen und alle bedienen. Aber ganz ehrlich, ein E-Commerce-Shop verhält sich doch ganz anders als eine Gastronomie oder als jemand, der Beratung macht oder jemand, der Online-Kurse verkauft oder der Webdesign macht. Schau idealerweise, ob das ein Steuerberater so ein bisschen auf deinen Bereich positioniert ist. Das Gleiche haben wir übrigens bei der Kontist Steuerberatung gemacht. Wir haben uns gesagt, wir richten uns ausschließlich an Selbstständige, an Solo-Selbstständige, auch an Solo-Selbstständige, die nur eine Einnahmenüberschussrechnung machen, das heißt keine Bilanzierung machen müssen, idealerweise keine Mitarbeiter haben und quasi digital arbeiten. Das heißt, unsere Positionierung ist ganz klar Solo-Selbstständige ohne Mitarbeiter nach einfacher Gewinnermittlungsart, das heißt keine Bilanzen erstellen und digitale Arbeitsweise. Das heißt, da gibt es noch verschiedene Definitionen und so. Das ist aber unsere Kernzielgruppe und wir nehmen gar keine GmbHs auf, wir betreuen keine UGs, wir machen auch keine OHGs und diese ganzen Rechtsformen, die akzeptieren wir einfach nicht. Wir sind dafür gut, speziell für diese Einzelunternehmen die Steuern zu machen. Und das solltest du auch überlegen. Und es gibt zum Beispiel, wenn du GmbHs hast und eine Holdingstruktur mit unterschiedlichen GmbHs gründen möchtest, ist es hervorragend. Da gibt es spezielle Steuerberater. Such dir idealerweise einen, der genau darin gut ist. Und ob er das andere kann, interessiert dich doch nicht. Du wertest deinen Chirurg ja auch nicht danach, ob er dir bei der Geburt helfen kann. Außer vielleicht ein Kaiserschnitt. Nächstes Thema, was du anschauen solltest, ist, wie proaktiv berät dieser Steuerberater. Bei Steuerberatern ist es häufig so, dass viele Steuerberater nicht aktiv beraten. Das heißt, sie haben kein Konzept, wie sie einen Kunden aktiv darauf hinweisen. Du kannst es natürlich, wenn du jetzt mit einem Steuerberater sprichst und irgendwie in Kontakt trittst, weißt du natürlich nicht,
ob er jetzt nach 2 Jahren dich auch noch aktiv berät oder nicht. Das kannst du eigentlich nur durchs Erleben herausfinden. Was du aber machen kannst, ist, dass du einfach ganz konkret nachfragst, wie das passiert, wann das passiert, woran dein Steuerberater quasi erkennt, dass du Beratungsbedarf hast und genau, wie ist eigentlich sein interner Prozess? Weil auch ihr seid alle selbstständig. Ihr wisst, dass ein Unternehmen nur funktioniert, wenn du einen gewissen Prozess hast. Und wenn du den nicht hast, dann fallen Dinge hinten runter. Und frag einfach ganz am Anfang, frag deinen Steuerberater, wie er das angeht. Und frag auch, wie welche Zusatzkosten entstehen. Das ist auch immer besonders wichtig. Zum Thema Preis komme ich gleich noch, wie sich das Ganze zusammensetzt. Aber frage, wie dein Steuerberater quasi proaktive Beratung sicherstellt. Nur um ein Beispiel zu geben, auch da nehme ich natürlich uns als Beispiel, die Kontosteuerberatung hat natürlich immer Zugriff auf die Bankkontodaten in Echtzeit. Das heißt, die Kontosteuerberatungsgesellschaft sieht jederzeit in Echtzeit, ohne dass die Mandanten irgendwas einreichen müssen, sehen sie, was auf dem Konto passiert. Und dadurch kann tatsächlich die Steuerberatungsgesellschaft viel, viel schneller agieren und auch viel, viel schneller eingreifen und zum Beispiel monatlich Hinweise zu der Buchhaltung geben, Hinweise geben, wie man bestimmte Dinge absetzen kann, ob Rechnungen korrigiert werden können und so weiter. Und dadurch, dass wir natürlich, ich möchte jetzt nicht zu sehr abdriften darin, wie wir arbeiten, aber dadurch, dass wir in Echtzeit diese Daten zur Verfügung haben und darauf aufbauen können, sehen wir halt sehr schnell, ob Dinge richtig laufen oder nicht. Und wir haben zum Beispiel gerade in der 2. Jahreshälfte oder so also so Anfang 3. Quartal, würde ich sagen, fangen wir auch an, bei den Kunden regelmäßig einmal durchzuschauen. Wir sehen ja, was vorausgezahlt wurde, beispielsweise an Steuern. Wir sehen, wie viel aktuell das Ergebnis ist und können das dann hochkalkulieren und sehen dann, ob es gewisse Abweichungen gibt. Das heißt, wir können immer sehen, gerade für die Vorauszahlungen müssen die angepasst werden, müssen vielleicht noch Kosten verursacht werden, um ein paar Steuern zu sparen. Das können wir halt sehen, weil wir in Echtzeit immer die Bankkontoumsätze sehen und dadurch sind wir in der Lage, auch tatsächlich so proaktiv zu beraten. Gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze, wie man das machen kann, regelmäßige Gespräche und all solche Geschichten kann jeder Steuerberater machen, aber das ist jetzt speziell Kontosteuerberatung. Also wir kümmern uns speziell darum und dadurch, dass wir halt in Echtzeit diese ganzen Daten zur Verfügung haben, sind wir natürlich überhaupt erstmal in der Lage, ich würde mal sagen, von unserer Seite aus Beratungsbedarf zu identifizieren. Ganz, ganz wichtig, 3. Punkt ist, die persönliche Ebene muss stimmen. Du musst mit deinem Steuerberater und dann übrigens auch Steuerberaterin natürlich, ich benutze die ganze Zeit männliche Form, natürlich auch die Steuerberaterin, ihr solltet unbedingt auf einer Wellenlänge sein. Mit einem Steuerberater oder eine Steuerberatungsgesellschaft ist immer dabei bei allen familiären Großereignissen, würde ich sagen. Wenn ihr heiratet, wenn ihr Kinder kriegt, wenn ihr euch wieder scheidet, wenn ihr Unterhalt zahlt an irgendwelche Leute, wenn ihr krank seid, wenn ihr wieder gesund seid, egal wann, hat alles steuerliche Auswirkungen und du musst mit deinem Steuerberater über all diese Themen sprechen. Wenn du nicht das Gefühl hast, dass du mit der Person gegenüber über diese Themen sprechen kannst und nicht möchtest, also wenn du dich selbst unwohl fühlst, mit dem Steuerberater über so vertrauliche Dinge zu sprechen, dann ist er der oder die Falsche. Ganz klar, wenn du persönlich mit dem nicht kannst und nicht auch mal essen gehen würdest, wenn es dir sich die Situation ergibt, dann ist er einfach der falsche Steuerberater und der falsche Berater und dann such halt einen anderen. Großes Thema, Preis. Es gibt nichts, was so heiß diskutiert ist beim Steuerberater wie der Preis. Deswegen bin ich auch eingestiegen, wann lohnt sich eigentlich Steuerberater und muss Steuerberater unbedingt zwingend immer seine Kosten reinholen? Nein. Steuerberater haben etwas, was sich viele andere Selbstständige manchmal auch wünschen würden. Es gibt ein Gesetz, beziehungsweise genauer gesagt, es gibt eine Verordnung, und zwar eine Steuerberatervergütungsverordnung. Das heißt, es gibt diese Verordnung, schreibt vor, wie viel Geld ein Steuerberater für welche Tätigkeit abrechnen muss. Das heißt, es gibt einen gewissen Korridor vor und der sagt, wie viel eigentlich abgerechnet werden muss und darf. Das sorgt dafür, dass keine Dumpingpreise entstehen. Das sorgt leider auch ein bisschen dafür, dass Steuerberater nie diesen Druck haben, jetzt irgendwie Innovationen voranzutreiben. Aber am Ende ist es für die Qualität wichtig, dass nicht jeder Hinz und Kunz sich Steuerberater nennen kann, wie irgendein Coach im Internet, der dir erzählt, wie du gut Facebook-Werbung schalten kannst und solche Geschichten, wie du sie wie Sand am Meer auf Facebook, Instagram und so weiter siehst. Das alles gibt es bei Steuerberatern nicht und ist auch nicht so gewollt und deswegen ist es ganz gut, dass es da sehr, sehr viele Vorgaben gibt, wer Steuerberater ist und auch wie viel sie abrechnen, dass da nicht irgendwie so ein Preiskampf entsteht, das quasi die Qualität kaputt macht. Ich bin kein großer Fan von dieser grundsätzlichen Vergütung.
Für dich aber als Mandant oder potenzieller Mandant ist das sehr, sehr wichtig. Und genau, und diese Steuerberatervergütung gibt für bestimmte Tätigkeiten quasi so einen Korridor vor. Und dieser Korridor ist immer abhängig vom Umsatz, Gewinn, Einkommen oder wie auch immer. Und da gibt es eine Seite, wo ihr auch einfach mal rumspielen könnt, in welcher Größenklasse sich eigentlich die Steuerberaterrechnung in deinem Fall bewegen darf. Auf diese Seite würde ich gerne einmal sehen. Die sieht leider katastrophal schlecht aus. Also die sieht leider nicht gut aus, aber ich finde sie ganz hilfreich für die Praxis. Und deswegen würde ich gerne einmal durchgehen mit euch. Also ihr geht auf steuerberatervergütung.de. Ich habe nichts mit der Seite zu tun und sowas. Ihr geht einfach da drauf, ertragt so ein bisschen die Optik und seht hier unten dann Steuerberaterkosten nach der Steuerberatervergütungsverordnung. Und könnt hier dann den Gegenstandswert einstellen. Das ist, hier ist auch ein bisschen auch erklärt, was ihr wo einstellt und so. Also der Gegenstandswert ist in der Regel das Einkommen, die Einnahmen, die Steuer und so weiter. Das heißt, man muss da immer ein bisschen schauen, was es eigentlich ist. Und dann sind hier bestimmte Tätigkeiten von einem Steuerberater aufgelistet, die ein Steuerberater für dich quasi ausführen kann. Einfach nur, damit du so ein Gefühl kriegst. Diese Summen, also diese Beträge, sind quasi meistens, also es geht in allermeisten Fällen geht es um Jahresbeträge, weil zum Beispiel eine Bilanz erstellst du einmal für ein Jahr, eine Steuererklärung machst du einmal für ein Jahr und so weiter. Und da gibt es immer eine Mindestgebühr, die gezahlt werden muss. Es gibt eine Maximalgebühr, die gezahlt werden kann und eine Mittelgebühr. Und das ist grob der Horizont. Ich sage hier ausdrücklich nicht, dass das unbedingt jeder sich sklavisch daran halten muss und dass auch nicht individuelle Absprachen möglich sind, aber dass ihr einfach ein Gefühl dafür bekommt, spielt damit gerne mal rum, tragt eure Zahlen ein, damit ihr quasi mal überlegt, wie teuer ist eigentlich so ein Steuerberater. Wichtig ist natürlich, dass du wissen musst, was du speziell quasi brauchst. Also eine Bilanz beispielsweise, wenn du eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen musst, brauchst du keine Bilanz, dann kannst du diese Position quasi weglassen. Ein Anhang gehört auch zu einer Bilanz, muss ich auch nicht machen. Wenn ich eine Einnahmenüberschussrechnung habe, kann ich hier jetzt zum Beispiel, wenn ich da hier beispielsweise den Umsatz eintrage oder so, sehe ich, je nachdem wie ich den Regner nach rechts und links verschiebe, sehe ich, was kostet die Einnahmenüberschussrechnung als Mindestgebühr oder Maximalgebühr. Dann gibt es hier eine Steuererklärung, könnt ihr auch ein bisschen rumspielen. Gesonderte einheitliche Feststellung, das ist das, was zum Beispiel Personengesellschaften machen müssen. Also wenn ihr zum Beispiel eine GbR habt, macht ihr eine Erklärung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung. Körperschaftssteuer müssen nur Kapitalgesellschaften machen. Gewerbesteuererklärung natürlich nur, wenn ihr gewerbetreibend seid. Umsatzsteuererklärung. Auch hier ist wichtig, auch Kleinunternehmer müssen übrigens Umsatzsteuererklärung machen. Mögliche Einkünfte aus Vermietung, Kapitalvermögen, Renteneinkünfte und hier zum Beispiel Buchhaltung seht ihr grob. Und das sind natürlich Beträge. Lohnbuchhaltungen kann man also nur so ein Beispiel zu nennen, Lohnbuchhaltung kostet, eine Gehaltsabrechnung pro Monat kostet zwischen 15 und 25 Euro. Das ist grob der Korridor. Man kann auch andere Absprachen quasi treffen, auch Zeitgebühr, das heißt eine Beratungsstunde beim Steuerberater. Die Steuerberatervergütungsverordnung sagt, die muss zwischen 60 und 140 Euro kosten. Und ihr müsst natürlich die Position, also euer Paket, was ihr für euch braucht, müsst ihr natürlich diese Beträge addieren. Und das ist grob der Korridor, in dem sich so euer Steuerberater bewegen sollte. Für mich war so eine Steuerberaterrechnung absolut Blackbox. Rechnet er zu viel ab, zu wenig ab und sowas. Tragt das hier mal ein. Auch wenn ihr von dem Steuerberater eine Rechnung bekommt, tragt da stehen die Gegenstandswerte, stehen auf der Steuerberaterrechnung drauf. Schreibt das da mal rein. Also wichtig, die Jahresabrechnung, manchmal geht es auch so an die Abschlagsrechnung. Da steht das ja nicht zwingend drauf, weil bei einem Abschlag, also fürs laufende Jahr beispielsweise, wisst ihr natürlich ja noch nicht, was jetzt beispielsweise für die Buchhaltung der Gegenstandswert ist. Das wisst ihr ja nur bei der Abschlussrechnung so. Aber das war für mich wahnsinnig lange undurchsichtig. Aber diese Seite, die könnt ihr euch einmal merken und tragt einfach eure Zahlen mal ein. Wichtiger Punkt beim Preis. Für den ganzen Preis. Planungssicherheit ist immer wichtiger als der unbedingt niedrigste Preis. Jeder, der schon mal geflogen ist, so mit Ryanair und so ein Zeug und dann mit Übergepäck angekommen ist und so, ihr müsst halt damit rechnen. Wenn euch jemand ein super günstiges, billiges Angebot macht, müsst ihr damit rechnen, dass ihr diverseste Aufpreise zahlt. Und deswegen hilft auch tatsächlich einmal die Übersicht, was sind eigentlich so Aufgaben, die ich von einem Steuerberater bekommen sollte, was müsste ich da eigentlich bekommen. Und mir persönlich, also jetzt tatsächlich rein persönliche Geschichte, mir ist Planungssicherheit wichtiger als der niedrige Preis. Mir ist es lieber gewesen, wenn der Steuerberater im Monat 20, 30 Euro mehr gekostet hat.
ich dann aber nicht wegen jeder kleinen Telefonat, was 5 Minuten nur nochmal Rückabsicherung war, nochmal eine angefangene Viertelstunde oder nochmal eine angefangene Stunde an Beratungszeit abgerechnet habe. Mir war wichtig, dass ich für meine normalen, alltäglichen Vorkommnisse nicht immer am Ende von der Steuerberaterrechnung böser überrascht werde als von der Steuerzahlung. Das ist mir immer wahnsinnig missfallen eigentlich, dass Steuerberater ganz häufig so, ich schreibe dir mal eine E-Mail, ich brauche nur kurz eine Ja-Nein-Frage und dann habe ich für diese eine zweizeilige E-Mail eine 25-Euro-Rechnung bekommen. Fand ich super ätzend, deswegen war mir Planungssicherheit wichtiger, dass ich vorher weiß, wie viel muss ich eigentlich bezahlen. Und vollkommen unabhängig davon, wo und welchen Steuerberater ihr nehmt, fragt sie halt einfach vorher, was der ganze Spaß kostet. Wenn euer Steuerberater das vorher, bevor ihr unterschreibt, nicht sagt, dann ist das immer ein schlechtes Zeichen. Und auch ganz wichtig als Hinweis, weil viele Steuerberater weigern sich, weil das ist natürlich irgendwie auch ganz bequem, am Ende einfach sich das zu nehmen, was man sich denkt, fragt sie nach einer verbindlichen Aussage oder nach einem pauschalen Preis. Das machen wenige Steuerberater, aber fragt sie, es kann jeder Steuerberater machen. Da ist auch, manchmal ist das Argument von Steuerberatern so, Steuerberatervergütungsverordnung verbietet mir eine Pauschal, nee, gibt's nicht, also stimmt so nicht. Jeder Steuerberater darf den Preis nennen und sich dann daran halten. Es spricht überhaupt nichts dagegen. Was er nicht darf, ist, dass er jetzt für einen 100er einmal alles macht, weil diese Korridore, die gibt es halt. Und deswegen, mir persönlich ist immer Planungssicherheit wichtiger als niedriger Preis gewesen. Wir kommen gleich noch dazu, wie ihr vielleicht dazu sorgen könnt und wie ihr auch in der Argumentation vielleicht dafür sorgen könnt, jetzt nicht so ganz top viel zu bezahlen, sondern eure eigene Rechnung quasi zu reduzieren. Wichtig auch ist mir die Serviceorientierung. So als 5. Punkt, was ist bei einem Steuerberater eigentlich wichtig, ist die Orientierung auf den Kunden. Das heißt, wie sehr geht euer Steuerberater eigentlich auf den Kunden ein? Dazu gehört auch, dass die Erstberatung immer kostenlos sein sollte. Das heißt, wenn du jetzt noch vielleicht inhaltlich klar, vielleicht erste Fragen, um so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie er berät und sowas kannst du sagen. Natürlich darfst du jetzt nicht mit deinem Ordner hinkommen und sagen, hier, bitte, ich habe die Arbeit der letzten 3 Jahre gesammelt, Erstberatung muss ja kostenlos sein, jetzt mach. Und dann hat er 3 Wochen Zeit, das natürlich nicht. Klingt jetzt wie ein Joke, aber wir haben solche Anfragen auch, wo sie am Anfang erstmal wochenlang Beratung, Betreuung haben und dann gesagt haben, ich entscheide mich doch gegen euch. Das geht natürlich nicht. Aber so die erste Beratung, wie ihr was macht, wie ihr das Setup macht und sowas, dafür sollte kein Steuerberater was berechnen. Das heißt, ich würde mal sagen, das Informationsgespräch oder das Serviceberatungsgespräch, dafür sollte keine Rechnung geschrieben werden. Ich habe das schon häufiger gesehen, aber sobald der Steuerberater, für den ihr euch interessiert, dafür Geld abrechnen will, dann seid ihr beim Falschen. Was ihr auch mal ausprobieren könnt, ist die Geschwindigkeit bei Anfragen. Das heißt, schreibt einfach eurem Steuerberater mal eine E-Mail, wann antwortet. So eine ganz normale Anfrage. Wie schnell antwortet er eigentlich? Das ist definitiv ein Hinweis darauf, wie gut ihr euch auf ihn dann auch später verlassen könnt. Plus Erreichbarkeit. Das heißt, wie sind eigentlich die Öffnungszeiten? Wie sind so die Servicezeiten? Könnt ihr einfach mal anrufen? Kriegt ihr da jemanden ans Telefon? Ich möchte gleich hier Erwartungsmanagement machen. Es ist absolut selten, dass wenn ihr beim Steuerbüro anruft und ihr habt direkt den Steuerberater am Telefon oder den Kanzleimanager oder wie auch immer. Das ist sehr, sehr schwierig. Aber es sollte doch jemand ans Telefon gehen, euer Anliegen aufnehmen, das weitergeben und ihr solltet dann eine Rückmeldung bekommen. Das ist absolut wichtig. Oder es sollte ein Termin vereinbart werden, wo ihr dann die 1:1 Beratung bekommt. Wenn das nicht der Fall ist und ihr nie jemanden erreicht und immer nur auf dem Anrufbeantworter landet und so, dann wird es schwierig. Dann ist es manchmal einfacher, direkt beim Finanzamt anzurufen. Aber das sind Dinge, die ihr halt auch vorher schon mal antesten könnt. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt, und zwar das Thema fachliche Qualifikation. Auch da gibt es häufig Verwirrungen, und ich höre das immer so, mein Steuerberater ist gut. Kennst du einen guten Steuerberater? Was macht einen guten Steuerberater aus? So das Erste, was einem dann in den Kopf kommt, wenn man sich ein bisschen weniger mit der Branche auskennt und noch nicht mit dem Steuerberater zusammengearbeitet hat, ist natürlich, fachlich muss der top sein. Das Thema ist, fachliche Qualifikation sollte eigentlich kein Auswahlkriterium sein, sondern absolute Grundvoraussetzung. Es ist sehr, sehr, sehr schwer, Steuerberater zu werden. Die Steuerberaterprüfung ist wirklich eine der schwersten Prüfungen überhaupt in Deutschland. Und jedes Jahr fallen zwischen 50% und 60% der Leute durch die Steuerberaterprüfung durch. Und wenn einer sich Steuerberater nennt, dann könnt ihr euch darauf verlassen, dass der fachlich alles drauf hat. Ob er dein Geschäftsmodell versteht, ob er
so denkt, dass er quasi deinen Fall durchdringen kann. Also das hat nichts mit seiner niemals mit seiner fachlichen Qualifikation zu tun, sondern eher darauf, wie sehr er sich in dem Marktsegment, in dem du aktiv bist, auskennt und wie viel Erfahrung er da gesammelt hat. Aber grundsätzlich fachliche Qualifizierung bei einem Steuerberater braucht ihr nicht in Frage zu stellen, weil jeder, der diesen Titel trägt, der ist definitiv fachlich ausreichend, quasi um so die Alltagsprobleme rund um Buchhaltung, Steuererklärung und so weiter zu beantworten. Definitiv, Steuerberater müssen sich auch regelmäßig fortbilden, das heißt, es wird auch dafür gesorgt, wenn sie den Titel haben, dass sie dann auch auf dem Laufenden sind. Es sind keine Coaches, wo jeder irgendwas sagen kann, und auch da gibt es viele Angebote. Wenn jemand ein Steuercoaching anbietet, schwierig. Schaut wirklich, dass es ein Steuerberater ist und guckt vielleicht auch ins Impressum nach, bei welcher Steuerberaterkammer sind die registriert und solche Sachen. Die Steuerberater müssen eine ganze Menge mehr Informationen ins Impressum schreiben als ein normales Unternehmen. Lest das alles nach. Wenn das da ist alles, dann müsst ihr die fachliche Qualifikation zumindest nicht in Frage stellen. Problematisch ist das höchstens das ist auch null negativ gemeint bei sehr alten Steuerberatern. Das ist manchmal gibt es dann so Leute, wird jeder überall kennen. Wenn ich dann 65 bin, ich weiß, in 2 Jahren gehe ich jetzt in Rente, dann ist vielleicht die Fortbildungspflicht nicht mehr ganz so streng eingehalten und sowas. Das ist dann die Frage, ob man da ob das denn vielleicht der Richtige ist. Aber grundsätzlich, ja, muss ich da eine Lanze brechen. Jeder, der Steuerberater ist und die Titel trägt, der hat definitiv fachlich genug drauf, um ich würde mal sagen, den Alltag zu betreuen, und sollte auch wissen, bei welchen Themen er Dinge vielleicht nicht weiß und das an den Kollegen abgibt oder dir das auch vormitteilt, und sollte auch das Netzwerk quasi haben. Ihr würdet mir einen wahnsinnig großen Gefallen tun, wenn ihr jetzt einmal den YouTube-Kanal abonnieren würdet. Wir haben jeden Dienstag ein Webinar. Wir haben auch eine ganze Reihe an Videos, also wir haben mindestens ein Video und ein Webinar pro Woche, was wir veröffentlichen, rund um die ganzen Themen. Wenn ihr da bestimmte Themenwünsche habt, wir greifen alles auf, was ihr irgendwie inhaltlich habt, verarbeiten das dann in Videos. Das heißt, wenn ihr euch da irgendwas wünscht, gerne schreiben. Ihr würdet mir aber einen großen Gefallen tun, wenn ihr es abonniert, den Kanal. Thomas schreibt: Hey, ich bin Angestellter im öffentlichen Dienst, Freiberufler und Selbstständiger im Bereich Dropshipping. Alles zusammen und deshalb etwas komplex. Viele Grüße aus Berlin. Thomas, da bist du der perfekte Beispiel, der unbedingt einen Steuerberater bräuchte, der sich mit E-Commerce auskennt. Und das generell, wenn dein Steuerberater oder dein potenzieller Steuerberater mit dem Wort Dropshipping nichts anfangen kann, dann ist er der Falsche. Also ganz ehrlich, das ist der Falsche. Gerade bei E-Commerce gibt es wahnsinnig viele Stolpersteine. Unbedingt wichtig, bitte habt einen passenden Steuerberater. Wir können dir leider nicht weiterhelfen, weil wir keinen E-Commerce betreuen, aber ich hoffe, die Eckdaten, worauf du achten solltest, helfen dir ein wenig weiter. Sascha schreibt: Guter Punkt mit der Spezialisierung von Steuerberatern. Darüber habe ich so noch gar nicht nachgedacht. Ich glaube auch, das kommt. Also das ist diese Entwicklung, das Anwälte machen, das Ärzte machen. Ihr könnt überlegen, in welchem Bereich. Auch einen Architekten gibt nicht diesen Wald- und Wiesenarchitekten. Und ganz ehrlich, jeder von euch ist selbstständig. Jeder weiß, ihr braucht eine Positionierung. Ihr müsst euch überlegen, wer die Zielgruppe ist, und müsst euch darauf positionieren. Die einzigen, die sich dagegen irgendwie wehren und bei denen das noch unüblich ist, sind Steuerberater. Und ich verstehe das nicht genau, warum, weil deine Leistung wird ja besser, wenn du das auf eine bestimmte Zielgruppe konzentrierst und dann darin gut bist. Das ist so, ich würde mal sagen, jeder, der selbstständig ist, weiß, dass so dieser klassische Bauchladen, wo du alles machst, egal was der Kunde von dir will, eigentlich eine doofe Idee ist. Bei ganz vielen Steuerberatern ist das leider der Fall. Ich möchte auch immer sagen, ich sage jetzt mal ganz viele Steuerberater und so, einige Steuerberater. Es gibt natürlich wahnsinnig viele, auch die digital arbeiten, die modern arbeiten und sowas. Deswegen, ich möchte jetzt nicht alle Steuerberater über einen Kamm scheren. So, nächste Frage. Thema Spezialisierung. Ich kann ja schwer zig Steuerberater anrufen, anschreiben und fragen, wo die Spezialisierung liegt. Habe gerade mal gegoogelt, die wenigsten geben solche Infos an. Ja, es ist ein bisschen Arbeit, so einen Steuerberater rauszusuchen, aber warum kannst du nicht zig Steuerberater anschreiben und dann siehst du ja anhand davon, wie schnell sie antworten. Das ist schon mal ein erstes Kriterium. Einige wollen vielleicht Geld fürs erste Kennenlerngespräch haben, ist auch ein Ausschlusskriterium. Und dann bleiben von den 10 oder 20, die du angeschrieben hast, vielleicht nur noch ein Viertel übrig, und mit denen kannst du sprechen, wenn es dir nichts kostet, und danach entscheidest du. Ich glaube, für die Suche nach dem richtigen Steuerberater, da kann man ruhig mal ein paar Tage Recherche investieren und auch Kennenlernen investieren. Würde ich 100%ig empfehlen, weil Steuerberater, also so Marktzahlen, durchschnittlich bleibt ein Mandant so zwischen
5 und 15 Jahre bei einem Steuerberater. Natürlich kannst du regelmäßig wechseln, aber Steuerberater wechseln, das ist nervig. Deswegen würde ich lieber dir empfehlen, schreib sie an. Das ist überhaupt nicht das Problem. Und wenn du jetzt sagst, die meisten geben es gar nicht an, das ist schon mal ein schlechter Indikator. Also tatsächlich ist es ein schlechter Indikator, wenn der Steuerberater das nach draußen noch nicht mal kommuniziert, für wen die eigentlich da sind. Ihr könnt euch ja gerne mal umschauen und Kontist.com ist zum Beispiel auch die Seite also unsere Kontist-Steuerberatungsseite, die findet ihr, glaube ich, auch unter dem Video. Das ist ziemlich klar kommuniziert, dass wir uns an Selbstständige, also Solo-Selbstständige richten. Norman sagt, ich benötige den Steuerberater nur für die Einnahmenüberschussrechnung und die Steuererklärung. Buchhaltung und so weiter mache ich selbst. Kommt da eure Steuerberatung in Frage? Es kommt darauf an. Grundsätzlich machen wir eigentlich die Buchhaltung mit. Wir haben aber auch einige Mandanten, die das gerne selbst machen, aus verschiedensten Gründen und so weiter. Lass uns gern reden. Du findest unter diesem Stream einmal einen Link zu einem Gespräch, also zu so einem Dokument und sowas. Lass uns einfach mal reden. Wie gesagt, kostet nichts. Erstes Gespräch sollte nichts kosten, kostet auch bei uns nichts. Lass uns mal darüber sprechen, wie wir das machen können und so weiter. Wenn du die Buchhaltung machst und sie gut machst und richtig machst, und ich würde mal sagen, wir können uns darauf verlassen, dann finden wir da mit Sicherheit auch eine Lösung und wärst auch nicht der erste Mandant. Die meisten wollen es halt abgeben. Aber wenn du wirklich dabei Hilfe brauchst, lass uns gerne mal sprechen. Sehr, sehr schön, Tobi. Tobi ist der sich versteckt hinter dem Chat. Der sagt, Kontext, ab welchem Einkommenshöhe zahlt sich unsere Rechnung durch den Steuerersparnis selbst? Das lässt sich ja leicht auszurechnen. Wir kosten ab 99 €, je nachdem welchen Bereich und so. Aber bei uns, wir haben grundsätzlich Pauschalpreise. Wenn wir 99 € im Monat mal 12, das heißt pro Jahr 1.200 € kosten für unser Paket, das heißt, wenn wir 1.200 € Steuern sparen, das kann man schon machen, je nachdem, wie gut du schon aufgestellt bist steuerlich. Wenn du noch immer alles selbst gemacht hast, auch keine Ahnung hast, sondern einfach wild durcheinander gemacht haben. Ich meine, wir haben auch schon Mandanten gehabt, denen haben wir mehr als 1.200 € Verspätungszuschläge pro Jahr gespart, einfach weil wir es pünktlich abgegeben haben. Das war jetzt ein Quick-Win, aber ja, keine Ahnung, wenn man im ganzen Jahr 10.000 € zahlt und noch nicht besonders viel weiß, was man eigentlich absetzen kann, sonst immer irgendwie so selbst zusammengeschustert hast, dann ist das realistisch, dass wir mehr einsparen, als wir kosten. Aber das ist natürlich sehr individuell, wie viel du schon machst. Ich habe heute Morgen ein Gespräch gehabt mit einer, top auf, noch nie mit dem Steuerberater gearbeitet, aber besser kann man es nicht organisieren. Und gut, mit der haben wir uns auch noch eine Stunde unterhalten, habe ich anschließend gesagt, herzlichen Glückwunsch, bitte mach genauso weiter. Das gibt's natürlich auch, das liegt natürlich auch an dir, was du machst und wie tief du dich schon in das Thema eingearbeitet hast. Nächste Frage. Ich bin gerade dabei, mir einen Steuerberater zu suchen. Wie muss ich meine Akten und Daten sortieren bzw. abheften? Tipps. Dazu komme ich gleich. Tatsächlich komme ich dazu gleich. Liegt ein bisschen daran, wie du also was du genau machst. Komme ich aber gleich nochmal dazu, wie du es machen solltest. Und das sind auch so Tipps, die dir jeder Steuerberater beantworten sollte. Natürlich, also meine erste Rückfrage wäre jetzt, musst du eine Einnahmenüberschussrechnung machen oder musst du eine Bilanz erstellen? Weil das musst du unterschiedlich sortieren. Nur um ein bisschen Kontext zu geben, Mr. Schufu. Als Bilanzierer buchst du quasi erstmal die Forderung, das heißt deine Ausgangsrechnung, weil dadurch entsteht eine Forderung, dann buchst du deine Eingangsrechnung, dann hast du die Verbindlichkeiten und dann buchst du deine Bank. Das heißt, du hast in deiner Buchhaltung im Wesentlichen 3 Stapel. Einmal Forderungen, Verbindlichkeiten und Bank. Wenn du eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen musst, dann ist eigentlich nur das Bankkonto ausschlaggebend und du nimmst deine Kontoauszüge und legst dahinter quasi die Rechnung, die quasi auf diesem Kontoauszug bezahlt wurde. Und die Rechnung kann manchmal 3 Monate alt sein, manchmal 3 Tage, je nachdem, wann du halt bezahlst oder wann deine Kunden bezahlen. Das heißt, da ist der rote Faden durch deine Buchhaltung immer der Kontoauszug und dann hast du immer Kontoauszug 1, 2, 3 Rechnung dahinter, Kontoauszug 1, 2, 3 Rechnung dahinten und so weiter. Das ist so dann dein Ordner und hast quasi nur einen Stapel. Das ist eine Einnahmenüberschussrechnung. Und wenn du das so aufbereitest. Und wenn ich das so erzähle, denke ich mir so, oh Gott, bitte mach's nicht in Papier. Das heißt, wenn du digital grundsätzlich arbeitest, bitte, und jeder, der hier zuhört, wenn ihr digital arbeitet, bitte druckt nicht für euren Steuerberater Papier aus und schickt Papier durch die Welt. Bitte nicht. Sucht euch einen Steuerberater, der digital arbeitet, wo ihr das ins PDF hochladen könnt, wo ihr mindestens noch einen Ordner habt. Und
Vielleicht meine Schilderung mit Papier, Kontoauszüge und Belege dahinter, das ist genau das, was zum Beispiel Kontist auch anbietet. Da gibt es Transaktionen, du hast eine App, du kannst über den Browser einloggen, kannst das in der App machen und kannst da an jede Transaktion die Belege heften. Das ist eine Einnahmenüberschussrechnung. Genau so machen wir es auch. Und nur halt einfach digital. Hallo, damit die Einnahmen über EU-Einzelunternehmen, EUR, wahrscheinlich Einnahmenüberschussrechnung, erstellt werden kann, benötigt der Berater die Daten. Ich gebe meine Buchführung dem Berater und dieser prüft dann die Daten. Welche Kosten können für die Prüfung verlangt werden? Das kommt darauf an, machst du selbst die Buchhaltung oder überprüft er nur? Das ist ein Riesenunterschied. Ansonsten ist auch der Rechner, gib das da einfach mal ein. Da steht ja, also EUR sind quasi einmal die Abschlussarbeiten. Eine Buchhaltung, also eine Einnahmenüberschussrechnung besteht ja aus zwei Komponenten. Einmal die Buchhaltung, die laufende Buchhaltung, wenn du die übernimmst, ist das der Preis. Und einmal die Einnahmenüberschussrechnung. Wenn du die Buchhaltung quasi selbst übernimmst, darf er noch quasi, oder was darf, dann wird er noch das abrechnen für die Einnahmenüberschussrechnung. Wenn er das auch nicht macht oder quasi nochmal machen muss, weil wie auch immer Chaos in den Unterlagen oder doch nicht so ganz zuverlässig gemacht, dann wird er wahrscheinlich beides abrechnen. Aber das ist so grob der Preis. Geh doch gerne mal, vielleicht, Tobi, magst du den Link nochmal posten zu dem Gebührenrechner? Da kannst du einfach mal eingucken. Norman sagt, langt es denn, wenn ich alle Belege online zum Beispiel bei Kontist abgelegt habe und muss ich dieser auch noch in Papierform archivieren? Das kommt ein bisschen darauf an, was das Original... Also, es gibt ja zwei Kategorien. Einmal Belege, die du auch in Papier bekommst und einmal die du digital bekommst. Grundsätzlich musst du das Originaldokument aufheben. Wenn das Originaldokument aber in einem PDF-Anhang in dein E-Mail-Eingangsfach gekommen ist, bitte nicht ausdrucken, weil das Originaldokument hast du denn da. Dann kannst du dich gerne mal, dann kannst du gerne gucken, wie kann man das vernünftig archivieren, dass es auch noch 10 Jahre abrufbar ist und so. Das musst du aber nicht nochmal ausdrucken, um abzulegen. Rechnungen, die du in Papierform bekommst, auch die kannst du digitalisieren und dann nur digital aufbewahren. Da gibt es teilweise so ein bisschen Leute, die sich streiten und sowas. Ich sage in der Regel, schmeiß sie in einen Ordner. Mach dir die Ordnung digital, leg sie ab, hab sie dann sauber da abgelegt. Alles, was in Papier kommt, hefte einfach einen nach dem anderen weg in einen Ordner, dann ist es da, oder mach einen Schuhkarton, wo du das so draufeinander da liegst. Wichtig ist, dass es so aufhebt, dass man wieder dran kommt und dass man quasi wieder an die Informationen und Daten schnell auch wieder dran kommt. Da reicht das Digitale absolut. Es wird dahin gehen, dass digital reicht, aber ich kann dir noch nicht hundertprozentig garantieren, dass du nicht vielleicht in 5 Jahren eine Betriebsprüfung hast, wo du einen Betriebsprüfer hast, der kurz vor Rente ist und sich denkt so, oh, das haben wir die letzten 30 Jahre schon immer so gemacht. Das kann ich dir leider nicht garantieren und deswegen so zur absoluten Risikovermeidung schmeiße ich irgendwo noch hin. Aber ich persönlich, wenn meine eigene Selbstständigkeit betreffe, ich habe, glaube ich, letztes Jahr in meiner eigenen Selbstständigkeit habe ich, glaube ich, 5 Papierrechnungen bekommen und alles andere war digital und das reicht vollkommen, wenn du es digital archivierst. Rico sagt, meine Buchführung ist in Form einer Excel-Tabelle. Jede Buchung wurde von mir kontiert, Kontenrahmen SKR04. Das bezieht sich, glaube ich, wie du es aufbereiten musst. Hervorragend erstmal, super gut, wenn du damit klarkommst. Also je nachdem, ob du einen Steuerberater brauchst oder nicht, solltest du dem Steuerberater am Anfang aber so erzählen, dass du das so gemacht hast, weil das ist schon sehr gut aufbereitet. Gerade wenn du dich sogar an den Kontenrahmen gehalten hast. Das geht ja fast nicht besser. Sascha fragt, ist es bei euch auch so, das Gründungsjahr in der Pauschale abgedeckt? Teils Festanstellung, dann Gründungsphase in Gründungskosten. Gründungsjahr in der Pauschale abgedeckt. Wir sollten unbedingt mal reden. Gerade für Gründer helfen wir auch bei der Gründung dann und haben dann natürlich, also auch wir müssen uns, also das Problem ist bei einer Einnahmenüberschussrechnung, wenn du zum Beispiel im Dezember gründest, musst du trotzdem für das ganze Jahr eine Einnahmenüberschussrechnung machen. Das ist manchmal ungünstig. Deswegen empfehle ich Leuten, die so rund um das Jahreswechsel gründen, sage ich, mach's halt Januar, dann sparst du dir ein ganzes Jahr Arbeit. Wir haben aber gerade für Leute, die gründen, haben wir doch so ein paar Angebote, wo wir auch noch mehr reinmachen können, gerade im Gründungsjahr und wenn das gerade erst anläuft und solche Geschichten. Auch wir müssen uns aber trotzdem die Kontist Steuerberatungsgesellschaft und liebe Grüße an die ganzen Kollegen, die regelmäßig auch bei uns anrufen und fragen, ob wir uns denn daran halten. Ja, halten wir. Das heißt, du kannst auch ein bisschen rumspielen, wie das ist. Natürlich niedrige Umsätze, die Gegenstandswerte sind niedrig. Das heißt, wir sind absolut am unteren Ende. Aber auch wir halten uns selbstverständlich an die Steuerberatervergütungsverordnung. Müssen wir machen, um rechtlich alles sauber zu haben. Und ich glaube, vor 3 Tagen, was haben wir Donnerstag? Vorgestern hat auch erst eine Kollegin, liebe Steuerberater,
Steuerberaterin, Kollegin angerufen und wollte das mal genauer wissen und sich ein Angebot machen, um zu gucken, ob es unterschreibt. Oh, Maikäfer sagt auch wunderbar, schreibt bitte jedem, der euch eine Papierrechnung schickt, schreibt ihn bitte an und sagt, schickt mir bitte digitale Rechnung. Das machen nicht alle. Ich bin letztes Jahr, und das ist jetzt eindeutig keine Beratung, ich bin letztes Jahr dazu übergegangen, jede Papierrechnung, wo sich der Rechnungssteller weigert, mir das elektronisch zu schicken, aus Versehen 2 Wochen zu spät zu bezahlen und mich dann immer zu entschuldigen, ach, sorry, das ist leider vollkommen untergegangen, weil das ist ja in Papier gekommen. Ich habe mir damit nicht nur Freunde gemacht, aber den einen Rechnungssteller habe ich dazu bekommen, dass er mir danach eine PDF per E-Mail geschickt hat. Jetzt noch einmal möchte ich nochmal darauf eingehen, was ist dein finanzielles, perfektes Setup als Selbstständiger? Ordnung ist das halbe Leben, hat mir meine Mama immer gesagt. Ich habe grundsätzlich immer in einer anderen Hälfte gelebt. In der Buchhaltung ist Ordnung deutlich mehr als die Hälfte und solltet ihr idealerweise in einer ordentlichen Hälfte leben, weil es sonst teuer wird. Also die Steuerberater lassen sich es halt einfach bezahlen. Und wenn ihr Steuerberater ist nicht das Allheilmittel für alles. Das heißt, ihr könnt nicht einfach alles, könnt ihr natürlich machen, ihr könnt einfach alles an den Steuerberater schieben und sagen, kümmere dich, das ist dein Job. Allerdings wird der natürlich auch, der wird Geld verdienen mit dir, will Geld verdienen mit dir und es wird halt einfach teurer. Das heißt, das günstigste, also das Beste, was du machen kannst, ist, du überlegst, wie ist mein gesamter Prozess, was muss ich eigentlich alles machen und wie löse ich das. Organisiert das, habt ein gutes Setup, eine gute Struktur und überlegt euch dann, welche von diesen Arbeitsschritten möchte ich jetzt abgeben. Welche Tools nutze ich, generell, was brauche ich eigentlich? Einfach, um es günstiger zu machen. Es fängt an mit einem separaten Geschäftskonto. Ihr solltet eure privaten Finanzen und eure geschäftlichen Finanzen sauber trennen. Also sauber trennen heißt auch wirklich, alles was privat ist, geht vom Privatkonto, alles was geschäftlich ist, vom Geschäftskonto. Was ihr machen könnt, ihr könnt quasi 1, 2, 3 Mal im Monat euch quasi vom Geschäftskonto aufs Privatkonto wie ein Gehalt zahlen. Das hat steuerlich keine Auswirkungen. Die reine Banktransaktion hat steuerliche Wirkung keine Auswirkungen. Und dann habt ihr das Bankkonto ganz clean und sauber. Ich kriege das immer mal wieder mit und das ist dann leider immer sehr, sehr schwierig, wenn Konten zu sehr gemischt genutzt werden. Weil es muss ja trotzdem alles gebucht werden und für einen Steuerberater ist das dann viel Arbeit und wenn jede zweite oder noch schlimmer 4 von 5 Transaktionen privat sind, müssen die alle trotzdem gearbeitet werden. Das heißt, da habt ihr grundsätzlich einen schlechten Stand, wenn es dann mal um Preise geht. Dann muss die laufende Buchhaltung erledigt werden. Die laufende Buchhaltung ist so Belege, muss kategorisiert werden und so weiter. Dann gibt es ich nenne es mal Jahresabschluss. Das heißt, ihr müsst eine Bilanz erstellen oder ihr müsst eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen. Ihr könnt das entweder selber machen, ihr könnt selbst die Buchhaltung machen und die Einnahmenüberschussrechnung vom Steuerberater machen lassen, dann kontrolliert ihr das nochmal. Was ihr auch theoretisch machen könnt, ist, dass ihr es dann 2 Dienstleister gebt, dass ihr einen Buchhalter habt und einen Steuerberater. Dann müsst ihr einmal die betrieblichen Steuererklärungen machen, das ist die Umsatzsteuer, manchmal die Gewerbesteuer und die private Steuererklärung, das ist die Einkommensteuererklärung. Das heißt, es sind so quasi 5 Bausteine, die ihr braucht. Das könnt ihr natürlich alles an unterschiedliche Dienstleister geben. Was Steuerberater gar nicht mögen, ist, wenn sie jetzt einmal gebraucht werden, nur für die betrieblichen Steuererklärungen und ihr macht eigentlich alles sonst selbst. Das heißt, ihr macht die Buchhaltung, ihr macht die Einnahmenüberschussrechnung und ihr wollt auch die private Einkommensteuererklärung mit Taxfix, Smartsteuer, Steuerbot und wie sie auch alle heißen, selber machen. Ihr braucht nur die Umsatzsteuer und die Gewerbesteuererklärung. Das wird halt kein Steuerberater machen, weil wenn ein Steuerberater unterschreibt, will der natürlich sicher gehen, dass das auch stimmt, was er da unterschreibt. Das heißt, er wird alles nochmal kontrollieren, was ihr gemacht habt und am Ende auch dafür Geld abrechnen. Deswegen ist die Überlegung, wie viel davon könnt ihr abgeben, wie viel davon wollt ihr selber machen. Das liegt quasi bei jedem selbst. Jetzt die Kontosteuerberatung macht in der Regel alle. Also auch generell, die Bankkonto und Kontosteuerberatungsgesellschaft ist das erste Angebot, was quasi alles für dich übernehmen kann. Und zusätzlich könnt ihr selber rumspielen und euch vom Preis überzeugen. 99 € im Monat ist ein günstiger Preis. Das heißt, 1.200 € pro Jahr ist gemessen an Gegenstandswerten und so weiter, ist ein günstiger Preis und ihr habt quasi alle 5 Punkte in einem. Ihr könnt aber, wenn ihr zum Beispiel eine andere Lösung findet, wir hatten jetzt ja einen dabei, Namen vergessen, Dropshipping gemacht. Dropshipping ist die Buchhaltung relativ aufwendig, weil du hast bei E-Commerce, zumindest wenn du hohe Volumina hast du umsatzsteuerliche Herausforderungen. Da gibt es auch Service-Dienstleister, die speziell die umsatzsteuerliche Abwicklung beispielsweise haben, aber da bewegen wir uns immer in diesem Bereich Buchhaltung. Aber das ist so quasi das ganze Setup, was du brauchst und was du dann überlegen kannst, wie effizient kannst du das eigentlich aufstellen und was kann wer für dich eventuell übernehmen, wenn du es outsourcen möchtest. Der beste und einzige Trick, seine Steuerberaterrechnung zu reduzieren, ist,
ihr macht einfach so ordentlich, bereitet die Unterlagen so ordentlich wie nur irgendwie möglich für den Steuerberater auf. Das heißt, statt zu sagen, auch in so einer Preisverhandlung mit einem Steuerberater, keiner mag, also auch gerade Steuerberater, die gehen dann sehr schnell in eine Defensive bei einer Preisverhandlung, sag lieber weniger, das ist mir zu teuer, sag, was kann ich noch machen, was kann ich besser noch aufbereiten in diesen 5 Arbeitsschritten, was kann ich davon vielleicht besser und vorbereiten, wie kann ich es aufbereiten, um weniger zu bezahlen. Kann ich das zum Beispiel in eine richtige Reihenfolge sortieren? Kann ich das an der richtigen Stelle hochladen? Kann ich das ganz extrem in Excel schon mit Standardkontenrahmen 04 vorkontieren und solche Geschichten? Ihr müsst immer damit rechnen, dass ein Steuerberater anschließend sagt, ich würde das zumindest noch kontrollieren, aber es wird dadurch günstiger. Ob es euch das denn wert ist, dass ihr was macht und der Steuerberater rechnet dann für die Kontrolle immer noch fast das gleiche ab, wie als wenn er selber gemacht hat, das ist dann halt eine Diskussion, die man führen kann, aber statt zu sagen, das ist mir zu teuer oder geht das auch billiger, immer eher sagen, könnte ich noch irgendwas mehr vorbereiten, um es günstiger zu machen. Und wichtig, hatten wir jetzt schon ein paar Mal, vereinbart vorher den Preis. Weil es ist halt wirklich so, dadurch, dass Steuerberater die Gegenstandswerte selten vorab kennen, wisst ihr in ganz vielen Fällen vorher auch nicht, was ihr zahlen müsst für die Steuerberaterrechnung. Und ganz häufig ist das so, ich sehe das immer wieder, dass die Buchhaltung gemacht wird und alles Mögliche und dann wird irgendwann die Steuererklärung gemacht und dann kommt die Steuerberaterrechnung und die ist eine schlimmere, böse Überraschung als die eigentliche Steuernachzahlung. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr vorher einmal drüber sprecht und sagt, ich brauche ein verbindliches Angebot. Ich möchte vorher wissen, was ich eigentlich bezahlen muss. Und da sollte jeder Steuerberater sich darauf einlassen. Weil dann sinkt auch die Möglichkeit da, jetzt noch irgendwie dir noch mal ein paar Euro mehr drauf zu packen. Und wichtig ist auch, fragt auch nach, ob da alles drin ist. Weil die Steuerberatervergütungsverordnung sieht auch so eine Kostenauslagenersatz und so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie Kopiergeld in der Schule. Wird eingesammelt und am Ende wird doch nicht kopiert. Das ist so ein bisschen, so ist das bei Steuerberaterrechnung manchmal auch. Da wird irgendeine Auslagen weiter berechnet und sowas, weil das halt möglich ist, weil es erlaubt ist, da irgendwie noch was nicht Spesen, aber so Auslagen weiter zu berechnen. Fragt wirklich, ist das der endfinale Preis? Ist das da, wo dann am Ende nicht mehr drunter geht? Ganz final für immer, auch das können wir zum Beispiel auch nicht machen, Kontosteuerberatung, was immer sein kann. Ihr seid zum Beispiel Mandant bei uns, wir machen alle ongoing Tätigkeiten und Aufgaben und sowas. Was da tatsächlich trotzdem sein kann, ist, wenn zum Beispiel eine Betriebsprüfung ansteht. Wenn du zum Beispiel entscheidest, du schaffst dir ein Auto an. Wenn du zum Beispiel sagst, ich will bauen oder ich will einen Kredit beantragen und wir helfen dir bei der Kreditbeantragung und solche Sachen. Das heißt, wenn so außergewöhnliche Einmal-Dinge passieren, dann kann es immer sein, dass das noch on top ist. Aber das ist ein Zusatzauftrag. Wir bewegen uns hier wirklich für einen Preis für diese 5 Arbeitsschritte. Das heißt, Konto, Buchhaltung, Jahresabschluss, betriebliche und private Steuererklärung. Dafür solltet ihr einen festen Preis haben. Für alles on top, das ist schwierig zu kalkulieren. Jeder von euch ist selbstständig, jeder von euch weiß, wie schwierig das manchmal zu kalkulieren ist, den Aufwand und so. Ihr solltet aber auch da, wenn ihr Zusatzaufgaben habt, zum Beispiel eine Beratung rund um Immobilienkauf, wenn ihr da Hilfe braucht, dann ist das außerhalb der Reihe, aber holt euch auch dafür ein Angebot und fragt vorher nach, wie teuer wird denn das und macht dann eine pauschale Vereinbarung. Maikäfer sagt, seid nett zu euren Steuerberatern. Wenig Privattransaktionen. Ja, das stimmt tatsächlich. Also nein, es ist also einige Steuerberater rechnen zum Beispiel auch nach Buchungssätzen. Die haben ihre ganzen Transaktionen und Buchungen und so und man kann zum Beispiel auch nach Buchungssätzen sortieren, abrechnen. Und das ist halt super, super ungünstig, wenn dann einfach 3/4 der Transaktionen privat sind, weil man zahlt die ganze Zeit für private Transaktionen. Und das ist ja ehrlicherweise auch, also auch für einen selbst, für so ein bisschen so dieses, ich sage auch so ein bisschen Selbstbild und das Selbstwertgefühl zu sagen, guck mal, das ist mein Business und das ist mein Privat und beim Privaten kann ich machen, was ich will und mein Business ist aber sauber und clean und aufgeräumt. Ansonsten war noch eine Frage, wenn ich seit Corona-Beginn keine Einnahmen generiert habe, würde es Verhandlungsspielraum wegen der monatlichen Kosten geben? Frage auch wegen Zukunft Arbeit im Theaterbereich. Grundsätzlich ja, weil wenn du keine Einnahmen hattest, sind deine Gegenstandswerte sehr, sehr niedrig und so. Das müssen wir tatsächlich im Einzelfall einmal besprechen. Aber du schau gerne unter diesem Stream einmal nach, klick da mal auf den Link, vereinbare einfach das Gespräch, sag, was Sache ist, sag auch, dass du in dem Webinar heute warst, sag gerne, dass vielleicht landest du auch sowieso bei mir und sag halt einfach, okay, Melchior hat gesagt, dass es da noch ein bisschen Gespräch gibt und dann telefonieren wir beide einfach einmal und dann finden wir eine Lösung.
Rico sagt noch einmal, Steuerprüfung steht an, meine Steuerberater haben den Prüfer immer zu sich eingeladen und die zwei haben geprüft. Wie würde das bei Kontist gehen? Exakt genauso. Also das würden wir auch so machen. Können wir auch grundsätzlich auch anders machen. Es kommt ein bisschen darauf an, wie der Prüfer drauf ist und so, aber auch wir haben natürlich ein Büro. Die laden wir ganz herzlich einfach in die Büroräumlichkeiten der Kontist Steuerberatung ein und dann können wir gerne prüfen. Also wir sind sowohl in Berlin als auch in Leipzig die Kontist Steuerberatungsgesellschaft und da unterscheidet uns nichts von irgendeiner klassischen Steuerberatung. Bin zumindest durch alle Fragen durch. Ich danke euch, dass ihr heute da seid und gewesen seid und wünsche euch noch eine schöne Woche. Wir hören, sehen uns nächste oder übernächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.